Hallo zusammen. Wir machen heute was ganz Cooles und zwar Gürtel aus pflanzlich gegerbtem Leder. Und zwar haben wir dafür DIY-Boxen vorbereitet. Das heißt, ihr bekommt bei uns eben das Gürtelset, also alle Werkzeuge und Materialien, die ihr braucht, inklusive dem Lederriemen in 3 verschiedenen Farben, 3 verschiedenen Breiten und mit verschiedenen Schnallen zum Kombinieren. Und ich zeige euch jetzt heute, wie das funktioniert. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, denn es ist nochmal eine ganz andere Art der Kantenverarbeitung, wie man das bisher von uns kennt. Sonst machen wir ja immer die Kantenbearbeitung mit Kantenfarbe und Basecoat mit dem Applikator. Zwischendrin immer ein bisschen trocknen lassen, anschleifen und die nächste Schicht. Und heute bearbeiten wir die Kanten von pflanzlich gegerbtem Leder. Und das ist echt nochmal ganz anders, ganz natürlich, nur mit Wasser und Holz. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Der erste Schritt beim Gürtel ist auf jeden Fall, dass wir den Riemen, der in der Gürtel-DIY-Box enthalten ist, der ist ja schon zugeschnitten, vorne abgespitzt, hat schon die Löcher drin, auf die Maße, die dann bestellt wurden. Den Riemen wollen wir jetzt die Kanten bearbeiten. Das heißt, das Erste, was wir machen, ist mit dem Kantenzieher, das ist dieses Teil hier mit dieser Spitze, die Kanten abkanten. Und danach wird das ganz natürlich, das Wasser ist nicht zum Trinken hier, sondern zum Polieren, mit Holz und Wasser poliert. Das ist ein bisschen Fleißarbeit, aber man hat keine Trocknungszeiten und so weiter. Und wenn man dann das einmal gemacht hat, dann ist man schon fertig. Da muss man nur noch die Schließe eindrehen mit den Buchschrauben, die Gürtelschlaufe einmal einnähen und dann ist der Gürtel schon fertig. Also ein sehr, sehr kurzes Projekt, was man auch super mit nach draußen nehmen kann oder irgendwie mit in Urlaub nehmen kann oder so. Und wir, würde ich sagen, legen jetzt los. Der erste Schritt, sehr, sehr satisfying, das kann ich euch versprechen, ist einmal die Kanten abzuziehen mit dem Kantenzieher. Und das funktioniert wirklich richtig, richtig einfach. Man setzt hier den Kantenzieher an, hier an die Kante, also sozusagen eben, ich weiß nicht, was das für ein Winkel ist, aber so diagonal, und zieht dann einmal so die Kante entlang, also nach vorne drücken. Und ich setze jetzt einfach mal irgendwo hier in der Mitte an und ihr werdet gleich ein sehr befriedigendes Geräusch hören und den Abfall sehen, der dann da übrig bleibt. Idealerweise habt ihr natürlich immer den gleichen Winkel, dass die Kante am Ende schön rund wird und zwar schön gleichmäßig rund. Ich mache das jetzt einfach mal, dann könnt ihr zuschauen. So, hier vorne an der Spitze will ich natürlich auch um die Spitze drumherum gehen. Ihr habt es gerade schon gesehen, man kann auch so ein bisschen wackeln, ein bisschen vor und zurück. Und dann mache ich jetzt hier die gesamte Länge. So, immer noch hier das hintere Teil. Ich arbeite immer so Stück für Stück, weil ich erstens nicht so einen langen Arm habe und zweitens möchte ich, dass ihr hier in der Kamera sehen könnt, was genau ich mache. Aber der Schritt wiederholt sich natürlich jetzt auf der gesamten Länge. Also es ist kein Hexenwerk. Ihr bekommt dann eben hier diese Stücke übrig. Das geht wirklich super einfach. Und hier hinten muss man jetzt ein bisschen aufpassen, denn hier ist das Leder dünner. Das haben wir extra ausgeschärft, dass wenn da die Gürtelschließe dann reinkommt, sich das eben nicht so aufträgt, sondern schön um die Rundung liegt, weil pflanzlich gegerbtes Leder ist natürlich immer ein bisschen starrer als das Leder, was wir zum Beispiel von der Chromgerbung aus den Taschen-DIY-Boxen kennen. Und insofern würde ich hier empfehlen, mit den Fingern so ein bisschen nach unten zu drücken, dass man hier nicht so viel Spiel hat. Man sieht es jetzt auch hier, es wälzt sich schon so ein bisschen, also schön nach unten drücken. Man könnte theoretisch auch ein Lineal drauflegen und damit nach unten drücken und dann hier trotzdem entlang abkanten. Wichtig für alle, die jetzt zuschauen und keine solche DIY-Box haben, es gibt Kantenzieher auch in vielen verschiedenen Einstellungen hier vorne und Breiten. Und wir haben das natürlich genau aufeinander abgestimmt, dass die Dicke vom Leder mit der Dicke des Kantenziehers zusammenpasst.
Also da sollte man wirklich drauf achten, dass man da eben nichts bestellt, was dann am Ende nicht zusammenpasst, sodass die Kante nicht mehr schön rund wird. So, ich gehe jetzt hier auch nochmal am Ende um die Rundung drum. So, jetzt noch so eine kleine Ecke, das können wir aber gleich später auch wegpolieren. So, und das Gleiche mache ich jetzt natürlich auf der anderen Seite auch nochmal. Also das Prinzip ist immer das Gleiche. Wir spulen jetzt einmal kurz vor und dann geht es gleich weiter mit dem nächsten Schritt. So, das war der letzte Schritt. Also ihr habt gesehen, ich habe das auf der Vorderseite gemacht und auf der Rückseite und habe den Gürtelriemen immer so für mich gedreht, dass ich eben schön in die angenehme Arbeitsrichtung arbeiten kann. Also bei mir ist das sozusagen von rechts unten nach links oben. Bei einem Linkshänder wäre das dann von links unten nach rechts oben. Also den Gürtelriemen dann immer drehen, dann so drehen und dann nochmal die Seite drehen, sodass wir die Kanten an allen 4 Seiten abgekantet haben, vorne und hinten. Und auch hier am Ende und auch hier an der Spitze. Und so sieht das jetzt aus. Noch nicht perfekt auf jeden Fall, aber das kommt gleich. Ich gehe jetzt hier nochmal ein ganz kleines bisschen nach. Ich hier so eine Stelle habe, die noch nicht so ganz perfekt ist, aber da kann man gleich auch noch viel bei der Bearbeitung mit dem Polierholz machen. So, das ist der Dreck, der übrig bleibt, den brauchen wir nicht mehr. Und jetzt wird poliert. Ich habe ja schon gesagt, das ist ein bisschen Fleißarbeit, aber auch sehr, sehr cool. Und es macht, wie ich finde, sehr, sehr Spaß, denn es ist wirklich 100% natürlich. Wir nehmen da keine Chemikalien oder irgendwas, sondern das Einzige, was wir nehmen, ist das Polierholz. Man sieht schon, das hat hier verschiedene Breiten. Je nachdem, wie dick das Leder ist, was man verwenden will, passt dann eine Breite genau. Bei unserem Leder hier ist es jetzt sozusagen das zweitoberste. Wenn man ein Leder hat, was zu dick ist, dass gar nichts passt, kann man auch einfach die Spitze nehmen. Dann muss man nur immer die Rundung beim Winkel, also den Winkel für die Rundung sozusagen ein bisschen selber definieren. Aber hier ist eben die Rundung schon vorgegeben. Also man kann das hier sehen, das passt genau schön hier rein. Was wir jetzt machen, ist einfach, dass wir die Kante einmal anfeuchten. Ich gehe einfach mit meinen Fingern da rein ins Wasser. Einmal hier drüber. Ich mache jetzt mal so ein kleines Stück. Es muss auch nicht schön sein, ist auch nicht schlimm, wenn da Wasser auf die Vorderseite oder auf die Rückseite kommt. Die Rückseite ist gewachst, sodass das auch sehr unanfällig ist. Die Vorderseite ist auch leicht gefinisht, dass ihr da eben nicht direkt den ersten Kratzer seht. Und jetzt mache ich die Kante ein bisschen nass. So, und jetzt wird poliert. Ich kann auch nochmal das Polierholz ein bisschen nass machen. Und jetzt wird poliert. Und zwar in beide Richtungen hin und her polieren, ganz oft, ganz viel. Nicht bis ihr Muskelkater habt, aber schon eine gewisse Zeit lang. Und ihr werdet gleich sehen, was beim Polieren passiert. Ich erkläre es gleich. Man merkt jetzt beim Polieren, dass sich so ein leichter Widerstand ergibt, weil diese Kante, die ist jetzt schon so glatt und schön fein poliert. Man kann das hier auch sehen, wenn man das jetzt von oben drauf guckt, die ist wirklich super schön rund. Die Fasern haben sich in das Leder sozusagen reinkomprimiert und wir haben hier jetzt wirklich eine richtige Abrundung. Alles nur natürlich mit Muskelkraft und ein bisschen Wasser und Reibung. Und das ist das Ergebnis, was wir erzielen wollen. Und wenn wir jetzt noch weiter polieren, dann kommt irgendwann so ein Quietschgeräusch oder so ein kleines Geräusch, wo man so merkt, dass da jetzt so ein bisschen das Polierholz so ein bisschen stecken bleibt, dass es so Druck bekommt. Hier zum Beispiel merke ich das jetzt gerade, dass ich da an der Stelle bin, wo ich jetzt so ein bisschen Druck bekomme. Und so sieht das dann am Ende aus. Jetzt haben wir hier vorne, das Leder hat sich so ein bisschen nach vorne gedrückt. Da können wir dann nochmal mit der Spitze drüber gehen. Einfach nochmal, um das so ein bisschen glatt zu streichen. Es ist pflanzlich gegerbtes Leder, also es lässt sich wirklich sehr gut manipulieren, sage ich mal. Und
Jetzt sehen wir hier schon eine wirklich schöne runde Kante. Das gleiche können wir dann von der Rückseite auch nochmal machen. Und der Rest ist wirklich nur Fleißarbeit. Also das macht man jetzt natürlich der gesamten Länge nach, auf beiden Seiten. Es ist egal, ehrlich gesagt, ob man die Seite oben hat oder die Seite oben hat beim Polieren. Im Zweifel würde ich eher die schöne Seite nach oben nehmen. Das bedeutet dann auch den Lederriemen wieder umdrehen beim Polieren und diese Seite nach oben. Wichtig, immer schön mit Wasser arbeiten, also das immer schön nässen, dass die Kante eben dann auch empfänglich ist. Wie beim Schleifen auch. Wasser und Reibung funktionieren eben am besten, um dann hier schöne komprimierte Fasern hinzubekommen. So, und das machen wir einmal der ganzen Länge nach. Hier an dieser Stelle wird es natürlich ein bisschen tricky, weil das Leder ein bisschen dünn ist, das gibt leichter nach. Da würde ich dann auch sonst nicht so viel machen, sondern einfach nur so minimal. Man kann das auch zum Beispiel hinlegen und dann so da entlang gehen. Und nochmal von oben ein bisschen drücken. Es geht einfach nur darum, dass die losen Fasern, die da noch so ein bisschen abstehen, dass die so ein bisschen komprimiert werden. Aber da wird ja sowieso gleich die Gürtelschließe eingearbeitet. Dann kann man sonst auch da nochmal entlang gehen. Ich zeige das mal von der Seite noch. Also sagen wir mal, wenn die Gürtelschließe dann gleich hier drin ist, dann kann man sonst auch nochmal so hier arbeiten, wenn das schon zusammen ist. Und natürlich bei der Spitze auch. Und auch hier gilt wieder, wie bei gefühlt jedem Video und bei allem, was ich erkläre, Zeit lassen, nicht irgendwie hetzen oder übereilen, sondern wirklich einfach Stück für Stück arbeiten und die Spitze schön ausformen. Je mehr man da macht, es ist nicht immer nur mehr gut, aber je mehr man da in diesem Fall macht, desto schöner wird das Ergebnis und desto gleichmäßiger. Also richtig schön das nehmen hier um die Ecke, dann danach von der anderen Seite, dass man da sich bei der Spitze trifft, dann ist die ganz schön ausgeformt am Ende. Was man dann noch machen kann, wenn man möchte, muss man aber nicht, ist, dass man, wenn man alles poliert hat und komplett fertig ist, nochmal mit bisschen Bienenwachs, zum Beispiel das Wachs, was ihr habt, um Garn zu wachsen, über die Kanten drüber geht und dann nochmal kurz mit dem Polierholz nachpoliert. Dann ergibt es einen ganz, ganz matten Look. Wenn man nur mit Wasser polieren würde, also ohne Bienenwachs, dann würde das irgendwann einen sehr gläsernen, shiny Look ergeben. Genau. Und das ist das Kantenziehen und das Polieren. Und jetzt müssen wir den Gürtel nur noch zusammenfügen. So, weiter geht's mit dem zweiten Teil zur Fertigung des Gürtels. Wir haben die Kanten schon abgekantet und poliert. Das gleiche haben wir auch hier bei der Gürtelschlaufe einmal gemacht. Und jetzt müssen wir die einmal zusammennähen. Das ist super easy, weil da haben wir wirklich nur 2 Nahtlöcher. Ich muss jetzt einmal hier das Garn auffädeln. Dann einmal hier spalten, so wie wir es auch immer machen, wenn wir die Nadel auffädeln. Und dann nähe ich einmal hier diese Schlaufe so zusammen, dass diese Enden genau aufeinander stoßen. Also ich nähe sozusagen ein Kreuz. Hier und hier. Und zwar gehe ich jetzt einfach zum Beispiel von unten rein. Eine Nadel reicht da, mit 2 Nadeln würde man das fast gar nicht schaffen, weil das wirklich so eine Kleinigkeit ist. Das Leder ist jetzt natürlich ein bisschen dicker und die Löcher noch nicht sehr geweitet. Und dann nähe ich einfach hier über Kreuz und ziehe das gleich richtig fest. Und hier kann man jetzt sehen, wie das aussehen soll. So über Kreuz. Das mache ich jetzt noch 2-mal, sodass ich an jeder Naht 3 Fäden am Ende habe, dass es schön festhält und dann verstecke ich die Nadel und das Garn vor allem im Loch, so wie ich es auch im Grundlagenvideo zum Nähen erkläre und klebe das mit so einem kleinen Klebepunkt fest. Wir spulen jetzt einmal vor, sodass das dann schon fertig ist und dann wird alles zusammengefügt.
So, jetzt muss der Gürtel nur noch zusammengesetzt werden. Das ist wirklich super easy. Das funktioniert nämlich einfach nur mit 2 Schrauben. Wir nehmen als erstes hier die Gürtelschließe mit der schönen Seite nach oben. Das Leder ist auch mit der schönen Seite nach oben. Wir stecken den Dorn so nach oben, machen dieses längliche Oval da drauf und dieses Endstück wird dann durch die Gürtelschließe nach unten umgeknickt. So, und dann schauen wir hier bei der Positionierung natürlich, dass die beiden Löcher aufeinander passen. Jetzt können wir die erste Schraube schon reindrehen, schönes Stück nach vorne und dann die Schraube von der Rückseite draufdrehen. Einmal kurz schauen, dass es passt. Immer eine Viertelarbeit, hier die Schraube reinzudrehen. Kann man dann natürlich auch noch mit einem Schraubenzieher einmal festdrehen. Wenn man möchte, dass das richtig, richtig bombenfest hält, dann sollte man ein bisschen Kleber hier auf das Schraubengewinde drauf geben. Das ist schon ganz hilfreich, weil dann die Schraube wirklich auch nicht mehr sich aufdreht. Wenn man aber möchte, dass man vielleicht in der Zukunft nochmal die Chance hat, die Gürtelschließe auszutauschen, dann natürlich keinen Kleber drauf geben. Also es hat beides ein Für und Wider. Wenn ihr keinen Kleber auf dieses Gewinde gibt, dann solltet ihr auf jeden Fall nach jedem zweiten oder dritten Mal tragen schauen, ob die Schraube noch fest drin sitzt. Nicht, dass sie sich nach ein paar Mal tragen irgendwie aufdreht, weil die reibt hier natürlich an der Hose ja entlang am Hosenbund und dann sollte man natürlich schauen, dass die nicht irgendwann verloren geht. Man kann die zwar auch einzeln bei uns nachkaufen, aber muss ja nicht sein. So, und jetzt muss hier noch die Schlaufe drauf. Das machen wir einmal von dieser Seite hier, einmal hier drauf und dann hier zwischen rein. Das heißt, so sieht es aus im Profil. Wir haben jetzt sozusagen die Schlaufe zwischen dem Oberleder und dem unteren Leder eingesandwiched. Und dann sieht man auch gar nicht mehr, wo die Naht versteckt wurde, wo die Naht geendet hat und so weiter. Es ist natürlich trotzdem wichtig, dass es schön fest und stabil genäht ist. Aber das wird jetzt hier mit der Schraube eingeschlossen. Also wirklich super, super easy. Und wenn ich die Schraube drauf gedreht habe, ihr werdet es nicht glauben, aber dann sind wir fertig. Das war alles. Super schnelles und einfaches Projekt. Natürlich auch ein perfektes Geschenk irgendwie für eure Lieben, was ziemlich schnell geht. Aber ich muss ehrlich sagen, aus diesem schönen, pflanzlich gegerbten Leder ist einfach ein super klassischer Gürtel, ein richtiger Allrounder, den man zu allem tragen kann. Und ein ganz, ganz tolles, klassisches Lederaccessoire. So sieht er aus. Viel Spaß beim Tragen, viel Spaß beim Fertigen. Und wenn ihr einen gemacht habt, dann verlinkt uns super gerne einmal auf Instagram. Ich würde mich riesig freuen. Wir schauen uns immer jeden einzelnen Post an und freuen uns hier im Team riesig, die fertigen Kunstwerke zu sehen. Und ja, bis zum nächsten Mal.